Hallo zusammen, ich bin Harry und heute sprechen wir über etwas sehr Spannendes. Und ich bin Julia. Wir werden euch zeigen, wie man neue Menschen im Zug kennenlernen kann. Ja, genau. Der Zug ist ein wirklich interessanter Ort, um Freunde zu finden. Es ist wie eine kleine Welt auf Rädern. Haha, du hast recht. Manche Menschen sitzen einfach da, schauen auf ihr Handy und denken, dass sie nie neue Freunde finden werden. Aber das ist nicht wahr. In den nächsten 40 Minuten werden wir euch zeigen, wie ihr mit anderen Menschen sprechen könnt. Wir werden verschiedene Situationen durchspielen, damit ihr seht, wie man das macht. Und wir haben echte Gäste, die ihre Erfahrungen mit uns teilen werden. Diese Gäste haben wirklich interessante Geschichten vom Zugfahren. Lass uns gleich anfangen. Der erste Abschnitt handelt von den einfachen Anfängen. Genau, viel Spaß beim Hören. Aber bevor wir starten, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen hoch zu geben. Das hilft uns sehr. Ja, genau. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann drückt bitte auf das Abo-Symbol und gebt uns einen Daumen hoch. Das bedeutet uns so viel. Willkommen, Thomas. Danke, dass du hier bist. Hallo Harry, ich freue mich hier zu sein. Also, Thomas, ich höre, dass du jeden Tag mit dem Zug fährst. Das stimmt? Ja, genau. Ich fahre jeden Morgen zur Arbeit. Das ist etwa eine Stunde Zugfahrt. Eine Stunde, das ist lange. Und in dieser Zeit hast du schon neue Menschen kennengelernt? Oh ja, es ist lustig, weil ich am Anfang sehr nervös war. Ich wusste nicht, wie ich mit Fremden sprechen sollte. Und was hast du getan? Wie hast du begonnen? Ich habe einfach mit dem Wetter angefangen. Ich saß neben einer Frau und sagte, schöner Tag heute, nicht wahr? Haha, das ist so klassisch deutsch. Und wie hat sie reagiert? Sie hat nur gelacht und gesagt, ja, endlich kein Regen. Und von da an haben wir ständig geredet. Das ist wunderbar. Und jetzt kennt ihr euch gut? Sehr gut. Wir treffen uns manchmal nach der Arbeit zum Kaffee. Alles wegen eines Satzes über das Wetter. Das ist die Magie. Welcher Satz hat dir am meisten geholfen? Der Satz? Entschuldigung, kennen Sie diese Stadt gut? Ich bin relativ neu hier. Das hat wirklich gut funktioniert. Warum denkst du, dass dieser Satz so gut funktioniert? Weil es zeigt, dass man Hilfe braucht. Menschen lieben es, anderen zu helfen. Es macht sie wichtig und glücklich. Das ist sehr weise. Hast du einen Tipp für andere Menschen? Ja, lächeln ist wichtig. Wenn du lächelst, dann öffnen sich die Türen. Menschen lächeln zurück. Danke, Thomas. Das war sehr hilfreich. Hallo Sandra, schön, dass du heute hier bist. Danke, Julia. Ich freue mich auch. Sandra, ich höre, dass dir etwas sehr Lustiges im Zug passiert ist. Erzähl mir. Ach ja, das war vor 2 Monaten. Ich bin in den Zug gestiegen und habe mein Ticket nicht gefunden. Oh nein. Und dann? Der Kontrolleur hat mich gefragt, wo ist dein Ticket? Und ich war so nervös, dass ich sagte, ich bin das Ticket. Du hast was gesagt? Ich bin das Ticket. Das ist so lustig. Ja, der Kontrolleur hat auch gelacht. Und statt mich zu bestrafen, hat er mir erlaubt, später zu bezahlen. Das ist fantastisch. Und der beste Teil? Die Frau, die neben mir saß, hat das alles gehört und gesagt, das war die lustigste Sache, die ich je gehört habe. Und wir haben den ganzen Weg gelacht. Und jetzt seid ihr Freundinnen? Ja, wir treffen uns jeden Sonntag. Alles wegen dieses dummen Fehlers. Siehst du, manchmal sind Fehler die besten Dinge. Genau, Menschen mögen Authentizität und Humor. Wenn du perfekt bist, bist du langweilig. Das ist sehr wahr. Hast du noch andere lustige Geschichten? Oh ja, ich habe einer älteren Frau gesagt, Sie sehen genau wie meine Mutter aus. Und sie hat geantwortet, danke, und du siehst aus wie eine Enkelin. Das ist süß. Hat das zu einer neuen Freundschaft geführt? Absolut. Jetzt fahren wir zusammen in den Urlaub. Das war wirklich lustig, Sandra. Falls euch dieser Inhalt gefallen hat, gebt bitte einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Ja, wir machen noch viele weitere spannende Episoden. Markus, du bist Trainer für zwischenmenschliche Kommunikation, stimmt? Ja, genau. Ich arbeite seit 10 Jahren in diesem Feld. Das ist großartig. Was sind die wichtigsten Tipps für Menschen, die neue Freunde im Zug finden möchten? Der erste Tipp: Beobachte die Körpersprache. Das ist super wichtig. Was meinst du damit genau? Wenn jemand dich ansieht und lächelt, dann möchte diese Person vielleicht reden. Aber wenn sie Kopfhörer trägt und nicht aufschaut, dann ist sie nicht interessiert. Das macht Sinn. Und der zweite Tipp? Stelle Fragen. Menschen lieben es, über sich selbst zu sprechen. Das ist grundlegend menschlich. Welche Art von Fragen sollte man stellen? Neutrale Fragen. Wo fahren Sie hin? Was machen Sie beruflich? Wie lange kennen Sie diese Stadt? Das sind alle sicher und respektvoll.
Und was sollte man nicht fragen? Nicht zu persönlich. Sage nicht direkt, wie viel verdienst du oder bist du verheiratet. Das ist zu direkt und unhöflich. Absolut. Und der dritte Tipp? Aktives Zuhören. Wenn jemand dir etwas erzählt, dann zuhören. Nicht unterbrechen, nicht dein Telefon checken. Das ist so wichtig. Menschen mögen es, wenn man ihnen Aufmerksamkeit gibt. Genau. Und wenn du wirklich zuhörst, dann merkst du natürliche Gesprächsthemen, über die du mehr fragen kannst. Danke, Markus. Das ist sehr wertvoll. Christine, du hast mir erzählt, dass du eine unglaubliche Geschichte vom Zug hast. Ja, das war vor einem Jahr und ich werde es nie vergessen. Erzähl mir alles. Also, ich bin in den Zug gestiegen und neben mir saß ein älterer Herr. Er las ein Buch über Reisen. Ein Buch über Reisen. Interessant. Ja, und ich habe gesagt, Entschuldigung, ich sehe, dass Sie ein Reisebuch lesen. Wohin möchten Sie reisen? Das ist ein guter Gesprächsstarter. Genau, und dieser Herr, sein Name war Klaus, hat mir von seinen Plänen erzählt, nach Italien zu fahren. Und? Ich habe ihm gesagt, dass ich auch nach Italien fahren möchte, und dann haben wir 2 Stunden geredet. 2 Stunden? Das ist lange. Ja, und der beste Teil, Klaus hat mir seine E-Mail-Adresse gegeben und später Fotos von seiner Italienreise gesendet. Das ist wunderbar. Und noch besser, Klaus hat seinen Enkel mitgenommen und jetzt sind wir alle Freunde. Ich fahre jeden Sommer nach Italien mit Klauses Familie. Das ist unglaublich. Alles wegen eines Buchs über Reisen. Ja, und das zeigt, dass echtes Interesse wirklich funktioniert. Wenn du dich für Menschen interessierst, dann antworten sie mit Interesse. Das ist eine schöne Lektion. Daniel, ich höre, dass du viele Fehler gemacht hast, bevor du gelernt hast, wie man richtig mit Menschen spricht. Ja, ich habe so viele Fehler gemacht. Erzähl mir von den schlimmsten. Also, der erste große Fehler war, ich habe Menschen unterbrochen. Wenn jemand mit mir redete, habe ich einfach dazwischen geredet. Und wie haben die Menschen reagiert? Sie waren genervt. Sie wollten nicht mehr mit mir reden. Ich musste lernen, zuzuhören. Das ist ein wichtiger Fehler. Was war der zweite? Ich habe zu viel über negative Dinge gesprochen. Dieser Zug ist so langsam oder das Wetter ist so schrecklich. Und wie hat das die Leute beeinflusst? Sie sind deprimiert geworden. Niemand möchte negative Energie. Jetzt spreche ich über positive Dinge. Das ist sehr weise. Und der dritte Fehler? Ich habe nicht genug Augenkontakt gemacht. Ich habe einfach auf mein Handy geschaut. Und was hat sich geändert? Jetzt schaue ich die Person an und höre zu. Das hat alles verändert. Menschen mögen es, wenn man sie wirklich sieht. Das ist der beste Tipp, den ich heute gehört habe. Danke, Daniel. Falls ihr diese Episode liebt, vergesst bitte nicht, Daumen hoch und abonniert unseren Kanal für mehr Inhalte. Petra, du bist eine Zugfahrerin, die alle verschiedenen Zugtypen kennst, stimmt? Ja, absolut. Ich fahre seit 15 Jahren mit verschiedenen Zügen. Dann erzähl mir, gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Zugtypen, wenn man neue Menschen kennenlernen möchte? Oh ja, riesige Unterschiede. Zum Beispiel? Der Nahverkehrszug, das ist schnell und voll. Hier sind die Menschen in Eile. Schnelle, leichte Konversationen funktionieren am besten. Schöner Tag oder so etwas? Genau. Es ist wahrscheinlich, dass die Person in 2 oder 3 Stationen aussteigt, also mache es einfach. Und der Intercity-Zug? Das ist anders. Hier fahren Menschen länger, vielleicht 3 oder 4 Stunden. Du kannst tiefere Gespräche führen. Das klingt besser für echte Freundschaften. Ja, hier kannst du echte Fragen stellen wie, was ist dein Hobby oder wo fährst du hin und warum? Und der Nachtzug? Oh, der Nachtzug ist speziell. Es ist dunkel, es ist spät, Menschen sind müde. Die Chancen auf ein Gespräch sind niedrig. Aber wenn es passiert? Wenn es passiert, dann sind diese Gespräche oft sehr tiefgründig und emotional. Nachts sprechen Menschen über echte Dinge. Das ist faszinierend. Und der Pendlerzug? Das ist das Beste. Du siehst die gleichen Menschen jeden Tag. Nach einer Woche sind sie nicht mehr Fremde. Das ist wunderbar. Man kann eine regelmäßige Freundschaft aufbauen. Genau. Der Pendlerzug ist wie ein kleines soziales Netzwerk auf Rädern. Lisa, du sammelst praktische Sätze für verschiedene Situationen, stimmt? Ja, ich habe eine ganze Liste von Sätzen, die wirklich funktionieren. Das ist perfekt. Lass mich einige hören. Okay, erste Kategorie, höfliche Eröffnungen. Guten Morgen, wie geht es Ihnen? Das ist immer sicher. Und mehr? Entschuldigung, kennen Sie einen guten Café in dieser Stadt? Das eröffnet ein natürliches Gespräch.
Der Zug ist heute voller als sonst, nicht wahr? Das ist ein Klassiker. Und zweite Kategorie? Echtes Interesse zeigen. Ich sehe, dass Sie ein interessantes Buch lesen. Ist es gut? Das ist sehr freundlich. Und mehr? Sie sehen so fröhlich aus. Haben Sie einen schönen Tag? Das ist nicht aufdringlich. Arbeiten Sie in dieser Stadt? Sie sehen mir vertraut vor. Das ist charmant. Und die dritte Kategorie? Humor. Ja, der Zug ist langsamer als ein langsames Schneckenrennen. Hast du auch so das Gefühl? Das ist lustig. Haha, ja. Und mehr? Warum brauchen Züge immer so lange? Ich hätte zu Fuß schneller sein können. Das ist relatable. Und wenn es lustig wird, hoffentlich fragt mich niemand, warum ich singe. Das könnte lustig sein. Das sind fantastische Tipps, Lisa. Danke dir. Übrigens, liebe Zuschauer, wenn euch diese praktischen Sätze helfen, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Robert, was machst du, wenn es im Zug unangenehm wird? Das ist eine gute Frage. Ich bin in ein paar unangenehme Situationen geraten. Erzähl mir von einer. Also, ich habe einer Frau gesagt, Sie sehen genau wie eine Schauspielerin aus. Und sie hat reagiert, nein, ich bin ein Taxifahrer. Es war so unangenehm. Oh nein. Und dann? Ich habe gelacht und gesagt, oh, Entschuldigung, das habe ich nicht gemeint. Und sie hat auch gelacht. Das ist gut entgegangen. Ja, aber ich habe gelernt, nicht jedes Kompliment funktioniert. Manchmal ist es besser, einfach Hallo zu sagen. Das ist weise. Und was ist, wenn jemand nicht reden möchte? Dann sage ich sehe, dass du nicht reden möchtest. Keine Sorge, viel Spaß noch. Das ist respektvoll. Und Menschen schätzen das? Absolut. Sie denken, diese Person ist respektvoll und versteht Grenzen. Das ist gut für zukünftige Kontakte. Das ist ein wichtiger Punkt. Respekt ist alles. Genau, Menschen sind nicht verpflichtet, mit dir zu reden. Und das ist okay. Danke für diese Weisheit, Robert. Anna, deine Erfolgsgeschichte ist beeindruckend. Erzähl mir davon. Danke. Ja, es war eine lange Reise. Wie lange fahren du im Zug? Etwa 2 Jahre. Und ich habe so viele Menschen kennengelernt. Wirklich? Und wie hat das begonnen? Ich war sehr schüchtern. Ich wollte nicht mit Menschen sprechen, aber ich war auch sehr allein. Und dann? Dann habe ich einen ältesten Herrn kennengelernt, der mir sagte, das Leben ist zu kurz, um Fremde zu sein. Das hat mich inspiriert. Das ist eine wunderbare Aussage. Was hast du dann getan? Ich habe angefangen, einfach Hallo zu sagen, jeden Tag. Und die Menschen haben zurückgegriffen. Und jetzt? Jetzt habe ich ein ganzes Netzwerk von Zugfreunden. Wir treffen uns regelmäßig. Es ist wie eine Familie. Das ist wunderbar. Was ist die wichtigste Lektion? Was ist die wichtigste Lektion? Die wichtigste Lektion ist, Menschen sind freundlich. Wenn du freundlich bist, werden sie freundlich zurück. Es ist einfach Energie. Das ist sehr weise. Danke, Anna. Liebe Zuhörer, wenn euch Annas Geschichte inspiriert hat, dann abonniert bitte unseren Kanal. Wir haben noch viel mehr zu erzählen. Hallo Markus, du beschäftigst dich mit modernen Technologien im Zugverkehr, stimmt? Ja, genau. Ich beobachte, wie Apps und soziale Medien das Zugfahren verändern. Interessant. Wie können diese Technologien helfen, neue Menschen kennenzulernen? Es gibt jetzt Apps, wo du andere Zugpassagiere treffen kannst, bevor du in den Zug steigst. Wirklich, das ist neu für mich. Ja, manche Menschen schreiben in Foren, ich fahre um 9 Uhr von München nach Berlin. Jemand dabei? Und andere antworten. Das ist eine moderne Lösung. Genau, aber ich sage immer, die beste Methode ist noch immer, einfach im Zug zu sprechen. Warum denkst du das? Weil echte Verbindungen face-to-face entstehen. Das Handy kann das nicht ersetzen, aber die Apps sind eine gute Ergänzung. Das ist weise. Danke, Markus. Alle zusammen, wenn euch diese Episode gefällt, gebt einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Hallo Yuki, du bist aus Japan und reist viel mit dem Zug in Deutschland, stimmt's? Ja, ich bin begeistert vom deutschen Zugsystem. Und gibt es kulturelle Unterschiede beim Zugfahren zwischen Japan und Deutschland? Oh ja, große Unterschiede. In Japan sprechen Menschen im Zug fast nie miteinander. Es ist sehr leise. Und in Deutschland? In Deutschland ist es viel offener. Menschen sprechen über Wetter, über Arbeit, über Reisen. Ich finde das wunderbar. Hat das für dich geholfen, Menschen kennenzulernen? Ja, sehr. Am Anfang war ich nervös, aber ich habe gelernt, einfach Guten Morgen zu sagen. Und plötzlich haben Menschen mit mir gesprochen. Das ist schön. Was ist dein Lieblingszugfahrertyp?
Der ältere deutsche Mann. Er hat mir so viel über Deutschland erzählt. Er war wie ein Lehrer für mich. Das ist wunderbar. Du hast also echte Freundschaften gemacht. Ja, und ich fahre jetzt regelmäßig von München nach Hamburg und wir treffen uns. Das ist unglaublich. Danke, Yuki, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Zuhörer, wenn euch Yukis Erfahrung gefallen hat, abonniert unseren Kanal und gebt einen Daumen hoch. Hallo Sebastian, ich höre, dass du introvertiert bist, aber trotzdem neue Menschen im Zug kennenlernst? Ja, das ist eine gute Balance für mich. Wie machst du das? Introvertierte Menschen haben oft Schwierigkeiten, mit Fremden zu sprechen. Ganz richtig. Aber ich habe gelernt, du musst nicht extrovertiert sein, um freundlich zu sein. Erzähl mir mehr. Für introvertierte Menschen funktionieren kurze, authentische Gespräche besser als lange Unterhaltungen. Was meinst du? Statt eine lange Konversation zu führen, sage ich einfach, das ist ein schönes Buch, ich lese das Gleiche gerne. Und das reicht. Manche Menschen wollen auch nicht viel reden. Das ist klug. Und dann? Wenn die Person interessiert ist, kann sich das Gespräch entwickeln. Wenn nicht, das ist okay, kein Druck. Das ist sehr entspannt. Genau. Introvertierte Menschen können echte, tiefe Verbindungen schaffen, weil sie zuhören können. Das ist inspirierend. Danke, Sebastian. Alle zusammen, wenn ihr introvertiert seid und diesen Tipp hilfreich findet, abonniert unseren Kanal. Wir machen mehr Inhalte für euch. Hallo Katrin, du bist Bahnhofssicherheitsbeauftragte, stimmt? Ja, und ich möchte über Sicherheit beim Kennenlernen neuer Menschen sprechen. Das ist wichtig. Was sind die wichtigsten Regeln? Erste Regel: Vertraue deinem Bauch. Wenn du dich unwohl fühlst, dann breche das Gespräch ab. Und wie macht man das höflich? Du kannst sagen: Entschuldigung, ich muss noch etwas arbeiten. Das ist höflich und klar. Und zweite Regel? Gebe nicht zu viel persönliche Information preis. Nicht deine Adresse, nicht deine Telefonnummer am ersten Treffen. Das ist weise. Und dritte Regel? Vertrau auf die Öffentlichkeit. Ein Zug ist ein öffentlicher Ort. Das ist sicher. Stelle sicher, dass der Schaffner oder andere Passagiere in der Nähe sind. Das beruhigt mich. Und für junge Menschen? Für junge Menschen vertraut euren Instinkten. Wenn jemand seltsam ist, ihr müsst nicht nett sein. Eure Sicherheit ist wichtiger als Höflichkeit. Das ist sehr wichtig. Danke, Katrin. Liebe Zuschauer, eure Sicherheit ist das Wichtigste. Wenn euch diese Episode geholfen hat, gebt einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal für mehr Sicherheitstipps. Also, Harry, wir haben jetzt so viele Tipps und Geschichten gehört. Ja, es war fantastisch. Lassen Sie uns zusammenfassen. Der wichtigste Punkt: Lächeln. Ein einfaches, warmes Lächeln öffnet Türen. Und wenn du lächelst, lächeln Menschen zurück. Es ist Wissenschaft. Der zweite Punkt: Zuhören. Wirklich zuhören. Nicht unterbrechen, nicht dein Handy checken. Menschen mögen es, wenn man ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Das ist selten heute. Der dritte Punkt: Seien Sie authentisch. Nicht perfekt, nicht künstlich, einfach echt. Und der vierte Punkt: Respekt. Wenn jemand nicht reden möchte, das ist okay. Der fünfte Punkt: Humor. Lachen bringt Menschen zusammen. Lachen ist magisch. Und der sechste Punkt: Geduld. Echte Freundschaften brauchen Zeit. Sie entstehen nicht sofort. Der siebte Punkt: Sicherheit. Vertraue deinem Bauch und schütze deine persönlichen Informationen. Der achte Punkt: Kulturelle Offenheit. Menschen aus verschiedenen Kulturen bringen neue Perspektiven. Der neunte Punkt: Für Introvertierte: Authentische, kurze Gespräche sind perfekt für euch. Und der 10. Punkt: Nutze moderne Technologie, aber vergisse nicht, echte Verbindungen sind face-to-face. Der Zug ist nicht nur ein Transportmittel, sondern auch ein sozialer Raum. Es ist ein Ort der Chancen und Möglichkeiten. Und jede Fahrt könnte der Anfang einer neuen Freundschaft sein. Es könnte eine kurze Konversation mit einem freundlichen Fremden sein. Oder es könnte ein Freund sein, den du für den Rest deines Lebens kennst. Die Chancen sind endlos. Also, nächstes Mal, wenn du im Zug sitzt, schaue auf, lächle und sage Hallo. Du weißt nie, wer auf der anderen Seite sitzt. Vielleicht ein Millionär, vielleicht ein Künstler, vielleicht deine beste Freundin. Alles ist möglich. Wir danken all unseren Gästen: Thomas, Sandra, Markus, Christine, Daniel, Petra, Lisa, Robert, Anna, Markus, Yuki, Sebastian und Katrin. Sie haben ihre Weisheit und ihre Geschichten mit uns geteilt. Und wir hoffen, dass ihr Tipps davon habt.
Noch eine sehr wichtige Sache. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bitte gebt ihm einen Daumen hoch. Das bedeutet uns so viel. Und noch wichtiger, abonniert unseren Kanal. Wenn ihr abonniert, bekommt ihr Benachrichtigungen für alle neuen Episoden. Wir machen jeden Monat neue Episoden mit neuen Gästen, neuen Tipps. Es gibt noch so viel zu lernen über Menschen und Freundschaften und wir freuen uns, euch auf dieser Reise zu begleiten. Also bitte drückt auf das Abo-Symbol rechts unten auf eurem Bildschirm. Und gebt diesem Video einen Daumen hoch. Das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen. Wenn ihr Fragen oder Ideen für neue Episoden habt, schreibt sie in die Kommentare. Wir lesen wirklich jeden Kommentar und freuen uns auf euer Feedback. Danke fürs Zuhören. Viel Glück beim Kennenlernen neuer Menschen. Auf Wiedersehen und viel Spaß im Zug. Vergesst nicht, Like und Subscribe. Danke. Hallo Pierre, du bist in vielen europäischen Ländern mit dem Zug gefahren, stimmt? Ja, genau. Ich bin aus Frankreich und habe in Deutschland, Schweiz, Österreich und Italien Zug gefahren. Und gibt es Unterschiede beim Zugfahren und Menschen kennenlernen in diesen Ländern? Oh ja, große Unterschiede. In Frankreich sind Menschen manchmal reserviert. Und in Deutschland? In Deutschland sind Menschen offener und direkter. Sie sprechen mehr. Ich finde das fantastisch. Und in der Schweiz? Die Schweizer sind sehr korrekt und pünktlich. Sie sprechen weniger, aber wenn sie sprechen, sind sie sehr interessant. Und in Österreich? Oh, Österreich. Die Menschen sind so freundlich und humorvoll. Das war mein Lieblingsland zum Zugfahren. Das ist wunderbar. Hat das deine Sicht auf Menschen verändert? Ja, absolut. Ich habe gelernt, dass Menschen überall gleich sind. Sie wollen verstanden werden und Freunde finden. Das ist eine schöne Botschaft. Danke, Pierre. Zuhörer, wenn euch Pierres europäische Perspektive gefallen hat, bitte gebt einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Ja, mehr Geschichten aus Europa kommen bald. Hallo Nicole, ich höre, dass du besondere Zugfahrten machst. Zugfahrten zum Beispiel in die Berge oder zu besonderen Orten? Ja, ich fahre oft mit dem Zug zu Zielen wie die Zugspitze, die Alpen oder spezielle Sightseeing-Züge. Und sind diese besonderen Züge besser, um Menschen kennenzulernen? Absolut. Auf diesen Zügen sind Menschen in einer glücklichen, entspannten Stimmung. Warum? Weil sie in den Urlaub fahren. Sie sind nicht unter Stress. Sie sind offen und freundlich. Das ergibt Sinn. Und welche Gesprächsthemen funktionieren gut? Auf diesen Zügen kannst du über die Landschaft sprechen. Wie wunderbar sind diese Berge? Oder du kannst fragen, wo wollen Sie heute hin? Und die Menschen antworten gerne, ja, weil sie bereits glücklich sind. Sie wollen ihre Freude teilen. Das ist eine gute Strategie. Hast du besondere Erinnerungen? Oh ja, ich habe in einem Sightseeing-Zug ein älteres Paar kennengelernt und wir haben zusammen die ganze Fahrt geredet. Jetzt schreiben wir uns regelmäßig. Das ist wunderbar. Danke, Nicole. Liebe Zuschauer, wenn euch diese Tipps für besondere Zugfahrten gefallen haben, gebt einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal für mehr Abenteuerinhalte. Hallo Alex, du gibst Tipps für das erste Treffen nach einer Zugfahrtfreundschaft, stimmt? Ja, ich berate Menschen, wie man nach dem Zug Kontakt hält. Das ist interessant. Was ist der erste Schritt? Der erste Schritt, tausche Kontaktinformationen aus. Du kannst sagen, das war ein schönes Gespräch, können wir in Kontakt bleiben? Und wie? Du kannst die Telefonnummer fragen oder eine Social-Media-Verbindung vorschlagen, aber sei nicht zu direkt. Was meinst du? Sage nicht, gib mir deine Nummer, das ist zu aggressiv. Sage, ich würde gerne wieder mit dir sprechen. Bist du auf Facebook? Das klingt besser. Und dann? Dann kontaktierst du die Person innerhalb von 2 Tagen. Nicht sofort, aber auch nicht zu spät. Warum 2 Tage? Weil du dann nicht zu verzweifelt wirkst, aber die Person dich noch in Erinnerung hat. Das ist klug. Und was schreibst du? Etwas Einfaches. Hallo, es war schön, dich kennenzulernen. Ich dachte, wir könnten einen Kaffee trinken. Das ist perfekt. Danke, Alex. Alle zusammen, wenn euch diese digitalen Tipps helfen, bitte abonniert unseren Kanal und gebt einen Daumen hoch. Ja, wir machen noch viel mehr zu diesem Thema. Hallo Markus, du kennst Menschen, deren Freundschaften aus dem Zug bis heute andauern, stimmt? Ja, ich kenne Paare, die sich im Zug kennengelernt haben und jetzt seit 10 Jahren zusammen sind. 10 Jahre, das ist beeindruckend. Wie hat es begonnen? Ein Paar, Thomas und Britta, sind 1995 zusammen im Zug gefahren. Thomas hat zu Britta gesagt, ist der Sitz neben dir frei? So einfach? Ja, und sie haben die ganze Fahrt geredet. Sie haben heute 2 Kinder.
Das ist wunderbar. Hast du noch andere Geschichten? Ja, ich kenne 3 Männer, die sich im Zug kennengelernt haben und jetzt ein gemeinsames Business gegründet haben. Ein Business? Wie ist das passiert? Sie haben über ihre Träume geredet und plötzlich haben sie gemerkt, wir haben die gleiche Vision. Und jetzt sind sie erfolgreich. Das ist unglaublich. Welche Lektion daraus? Die Lektion ist, der Zug ist nicht nur ein Transportmittel. Es ist ein Ort, wo Schicksale zusammentreffen. Das ist eine schöne Philosophie. Danke, Markus. Zuhörer, wenn euch diese Langzeitgeschichten inspiriert haben, gebt einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Wir haben noch viel mehr Erfolgsgeschichten. Hallo Sandra, du reist viel mit deiner Familie im Zug, stimmt? Ja, ich fahre mit meinen 2 Kindern regelmäßig mit dem Zug. Und wie kann eine Familie neue Freunde im Zug finden? Das ist interessant. Kinder sind großartig beim Kennenlernen neuer Menschen. Warum? Weil Kinder keine Vorurteile haben. Sie sagen einfach, hallo, ich bin Emil, und plötzlich reden alle. Das ist schön. Was passiert dann? Die Eltern der anderen Kinder sprechen auch. Plötzlich hat man eine ganze Gruppe von Menschen, die sich unterhalten. Das ist eine gute Strategie. Und du? Ich sitze neben einer anderen Mutter und wir teilen Tipps zum Reisen mit Kindern. Wir haben schon echte Freundschaften gemacht. Wie schön. Hast du Tipps für andere Familien? Ja, lass deine Kinder offen sein. Ermutige sie, mit anderen Kindern zu sprechen. Das ist sicher und wunderbar. Danke, Sandra. Liebe Familien, wenn euch dieser Inhalt gefallen hat, abonniert unseren Kanal und gebt einen Daumen hoch. Wir machen noch mehr familienfreundliche Inhalte. Also, wir sind am Ende unserer erweiterten Episode. Es war unglaublich. Wir haben so viele Perspektiven gehört. Von Thomas über Sicherheit bis zu Familienratschlägen. Und jede Geschichte zeigt, der Zug ist wirklich ein magischer Ort. Wo Menschen aus verschiedenen Orten, Kulturen und Hintergründen zusammentreffen. Und wo Freundschaften entstehen. Und wo Freundschaften entstehen. Deshalb möchten wir euch noch einmal bitten, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, das motiviert uns so viel. Und abonniert unseren Kanal, drückt auf das Abo-Symbol. Wenn ihr abonniert, bekommt ihr sofort eine Benachrichtigung, wenn wir neue Episoden hochladen. Und wir laden jede Woche neue Episoden hoch. Mit neuen Gästen, neuen Geschichten und neuen Tipps. In kommenden Episoden werden wir sprechen über, wie man Angst vor Fremden überwindet. Und wie man langfristige Freundschaften im Zug aufbaut. Und noch vieles mehr. Also, like, subscribe und schreibt einen Kommentar. Erzählt uns eure Zugfahrtgeschichten. Wir lesen jeden Kommentar. Wir möchten eure Erfahrungen hören. Vielleicht werden eure Geschichten in einer zukünftigen Episode erzählt. Also, vergesst nicht, like und subscribe. Danke an alle unsere Gäste. Ihr wart großartig. Und danke an euch, liebe Zuhörer, dass ihr uns gehört habt. Viel Glück auf eurer nächsten Zugfahrt. Vielleicht treffen wir uns ja alle irgendwann im Zug. Auf Wiedersehen, like und subscribe. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.